Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover. Heute mit dem Thema, was ist eigentlich besser, Keilschaum oder Taschenfederkern? Wir wissen es auch nicht, aber ich versuche ein bisschen was dazu zu erklären. Okay, es gibt beides in gut oder schlecht, das heißt meistens teuer oder billig leider. Wobei halt die teuersten Matratzen nicht immer die besten sind natürlich, aber es geht viel um Material. Okay, Keilschaum kennt ihr, mindestens 18 cm Kernhöhe wäre cool. Schnitttechnik natürlich, was kann die? Hier zum Beispiel weiche Schulterzone drin. Da kann man so ein bisschen mehr mit der Zonierung arbeiten. Wichtig ist das Raumgewicht bei Keilschaum. Raumgewicht ist nicht alles. Man kann Raumgewicht auch künstlich aufpumpen, wie wir schon gemerkt haben. Und man kann halt mit Keilschaum oft bei Menschen mit etwas weniger Gewicht in Seitenlage, also Frauen mit spitzen Schultern in Seitenlage zum Beispiel, oder ja, schmale Männer oder Männer, die leicht sind und breitere Schultern haben, kann man oft in Keilschaum in Seitenlage im Schulterbereich mehr machen. Ich kann hier halt einen weichen Schaum einsetzen und so weiter. Beim Taschenfederkern ist das mit der Zonierung etwas schwieriger. Da gibt es dann unterschiedliche Drahtstärken innerhalb des Federkorbes. Da macht man hier weicheren Draht rein, also dünneren. Hier macht man dickeren dann in der Lendenwirbelsäule. Man kann heute Taschenfederkernmatratzen auch sehr, sehr gut zonieren. Bei Menschen, die viel schwitzen, bei denen es sehr, sehr warm ist im Schlafzimmer und so ab 100 Kilo aufwärts eigentlich, ist eine Taschenfederkernmatratze manchmal besser, weil sie einfach etwas haltbarer ist. Der Preisunterschied, den gibt es halt bei allen Matratzen, ob Keilschaum oder Taschenfederkern. Wenn ihr für 2,99 € eine Taschenfederkernmatratze kauft irgendwo, dann habt ihr wahrscheinlich einen recycelten Stahl drin. Die Feder hat dann nicht ganz so ein hohes Erinnerungsvermögen. Im Prinzip halten die sehr, sehr lange, die Federkörbe zumindest, weil bei Taschenfederkern habt ihr ja auch jede Menge Schaum. Ne? Wenn ihr eine Taschenfederkern aufmacht, dann seht ihr erstmal nur Schaumstoff. Und wie gut ist dieser Schaumstoff in der Abdeckung des Federkorbes? Ne? Also hier muss ein ordentliches Raumgewicht, ein vernünftiger Schaumstoff drauf. Alles, was hier unter Raumgewicht 50, 55 ist, eigentlich würde ich auf Taschenfederkern nicht so gerne sehen, weil die oberen paar Zentimeter hier, die liegen sich ganz schnell durch und dann liegt ihr trotzdem wieder auf den Federn und dann habt ihr auch noch Federn vielleicht, die auch nicht ganz so stark sind und nach 2 Jahren vielleicht durchgeeiert sind. Insofern bei den Matratzen um 200, 300 € ist es letztendlich egal. Das Innenleben einer Taschenfederkernmatratze wird etwas länger halten als der Rest außenrum. Höhe ist dabei auch nicht alles. Also Taschenfederkern geht los in vernünftig bei 18 cm Kernhöhe. Das gleiche gilt für Keilschaum aber auch. Es gibt die etwas besseren, haben dann 20 cm Höhe. Und bei den teureren Modellen hat man dann statt Schaumstoff hier oben drauf ein Latex oder Naturlatex oben drauf als Abdeckung. Das ist natürlich top, weil das Material halt eben auch länger hält und auch sich fluffiger anfühlt. Insofern durchliegen könnt euch beide Varianten. Ne? Rein vom Liegegefühl her ist eine Keilschaummatratze oft ein bisschen fluffiger. Etwas schwerere Menschen werden häufig besser getragen auf einer Taschenfederkernmatratze. Allerdings habt ihr in Keilschaum oft die Optionen auf bessere Schulterzonen. Also für reine Seitenlage ist eine Keilschaummatratze oft besser. Hat man 110, 120 Kilo, greife ich selten zu Keilschaummatratzen, weil auch wenn man die in Härte 4 oder 5 nimmt, der Schaum wird schon extrem belastet, weil Wärme und Feuchtigkeit ist das, was einen Schaum auch belastet. Nicht nur das Gewicht. Das, was nachts auf der Matratze passiert, das ist das, was sie halt eben richtig belastet. Und das steckt ein Taschenfederkern im unteren Preissegment besser weg als eine Billo-Keilschaummatratze. Die liegt euch halt relativ schnell durch. Und beim Taschenfederkern habt ihr in der Mitte zumindest noch ein Stück, was ein bisschen länger hält. Belüftung natürlich besser, weil ihr innen drin halt praktisch nur Luft habt. Also in warmen Räumen, Vielschwitzer und so weiter sind wir sowieso mal beim Taschenfederkern. Aber die Qualitätsunterschiede sind dort auch relativ groß. Deswegen kann man einfach nicht sagen, ja, Keilschaum ist besser als Taschenfederkern oder andersrum. Ihr könnt unseren Matratzenkonfigurator mal ausprobieren auf orthogenic.de. Da kann man mal ein paar Parameter eingeben, mal gucken, was der so ausspuckt, ob ihr bei Keilschaum oder Taschenfederkern landet. Wenn ihr immer schon Taschenfederkern gehabt habt und das da gut drauf gelegen habt, dann kauft es euch wieder. Und bei Keilschaum gibt es einfach die größten Qualitätsunterschiede. Zwischen 99 € und 1600 € ist da alles möglich. Irgendwann wird es natürlich blödsinnig, aber eine gute Schaumqualität, Raumgewicht 55 fangen wir an, 60, wir haben sogar eine mit einem 70er Raumgewicht. Das sind richtig stabile, haltbare Schaumstoffe, wo ihr jahrelang drauf fluffig schlafen könnt. Das kriegt ihr für 200 € nicht hin. Punkt. War schon immer so, aber
Never touch a running system. Insofern, wenn ihr auf Kaltschaum gut geschlafen habt, kauft es euch wieder, kauft es nur in vernünftig. Das gleiche sage ich bei Taschenfederkern aber auch. So, vielleicht sind wir jetzt alle schlauer oder nicht. So habt ihr es nochmal von innen gesehen. Aufs Raumgewicht achten, auf die Abdeckung bei Taschenfederkern. Und halt eben Höhe spielt auch nicht immer eine Rolle. Es gibt ganz hohe Schaummatratzen, da liegt glaube ich eine, die ist nochmal 4 cm höher. Der Schaum ist aber lange nicht so gut wie in dem 18 cm Kern. Ne? Aber gibt es auch ein Video zu. Höhe ist nicht immer alles. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Ausprobieren des Konfigurators. Gebt uns gerne mal ein Feedback und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einem neuen Thema. Alles klar. Dann liebe Grüße aus Hannover und bis bald.